Ich habe meine Gastfamilie. Hey, willkommen zurück und falls ihr neu seid, trotzdem hi. Ich bin Kati und mache 2021/22 ein Auslandssemester in den USA. Wie ich ja schon in meinem allerersten Video angekündigt habe, ich habe meine Gastfamilie schon und heute soll es um die gehen. Kurz vorab, dieses Video ist ein wenig chaotisch, dadurch, dass ich es immer noch nicht begreifen kann, dass ich tatsächlich meine Gastfamilie habe. Und ich wollte noch was ansprechen. Und zwar gibt es von schüleraustausch.net ein Stipendium, ein Kreativstipendium, zusätzlich zu einem TikTok-Stipendium. Schaut da einfach mal vorbei. Die aktuelle Stipendium ist zwar schon vorbei, aber die machen viermal im Jahr dieses Stipendium und das ist sogar ein 1000 Euro Stipendium und das ist nur nicht verbindbar mit einem Vollstipendium, sonst kann es jeder haben. Schaut einfach mal vorbei, ich verlinke euch was in der Infobox. Würde mich freuen. Also, ich fange mal ganz am Anfang an. Ich habe meine Gastfamilie, inoffiziell, am 2. März bekommen. Heiko, also meine Organisation, hatte mir gesagt, ich kann ab frühestens März mit einer Gastfamilie rechnen. An dem 1. März hatte ich daran gedacht, am 2. März nicht. Gar nicht. Ich bin dann gerade aufgewacht und hatte dann eine E-Mail gesehen, wo drin stand, Gastfamilie. Und ich so. Erstmal ausgeflippt und aufgesprungen aus dem Bett. Ich bin wie gesagt gerade erst aufgewacht. Mein Wecker hat geklingelt. Es war ein normaler Schultag. Beziehungsweise normal im Online-Unterricht halt. Hab erstmal rumgeschrien, bin rausgerannt zu meiner Mama, weil die schon wach war. Und hab ihr das erstmal alles erzählt. Ich war total hibbelig, hab total gezittert. Mein Bruder kam dann auch noch, obwohl der auch schon in seinem Zimmer war, wegen Online-Unterricht eben. Und hab dann diese Nachricht verkündet. Ich hatte mir die E-Mail nicht mal durchgelesen, ich hab nur gesehen, Host Family. Ich so, scheiße, wie cool das war. Ich glaube, es war 7:45 oder so. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich mir diese E-Mail durchgelesen, da stand nur drin, du kommst nach Michigan. Ich so, Alter, cool. Diese E-Mail war von, wie ich jetzt weiß, von meiner Gastschwester. Da habe ich es nicht gewusst, weil diese E-Mail kaum was drinsteht. Ich wusste nur, ich werde mir jetzt immer teilen, sprich, es sind mindestens 2 Kinder, weil so klang es zumindest. Und halt Gasteltern. Ich wusste da kein Alter, keine Namen, gar nichts. Ich habe um kurz vor 8 auch direkt schon meine Freunde angerufen, weil ich habe so gezittert, ich wollte es denen unbedingt sagen. Ich habe denen versprochen, das denen unbedingt zu sagen. Mein Vater war schon in der Schule, ich habe dem auch direkt noch Bescheid gegeben, weil ich so, ich habe meine Gastfamilie, ich habe halt damit gar nicht gerechnet. Keiner von denen, die ich bis jetzt kannte, zumindest nicht von Heiko, hatte schon seine Gastfamilie. Und ich so, erstmal in dieser Gruppe schreiben. Ich bin in mehreren Gruppen, deswegen erstmal überall schreiben und alle so, oh mein Gott, die sind mehr ausgerastet als ich. Ich habe dann wirklich über eine Stunde lang so gezittert. Aufpassen an dem Tag war komplett. Ging gar nicht, also. Ich hoffe, meinen Lehrern ist es nicht aufgefallen. Ich habe dann mittags auch schon zurückgeschrieben. Allerdings habe ich halt bis mittags gewartet, weil ich noch warten wollte, ob ich irgendwie eine Information von Heiko bekomme oder sonst was. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Erstmal danke, dass Sie mich aufnehmen. Thank you for hosting me. Und dann habe ich irgendwas, glaube ich, gefragt. Ich habe keine Ahnung mehr. Da kam dann noch relativ schnell schon Rück-E-Mail. Und dann wir haben ein bisschen über E-Mail geschrieben und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, wie ist denn die Gastfamilie aufgebaut? So. Ich habe Gasteltern, also Vater, Mutter, 3 Gastschwestern. Wie gesagt, mit einer soll, was auch immer, ich mir jetzt immer teilen. Die heißt Summer und ist jetzt aktuell 17 Jahre alt. Ich verstehe mich mit ihr total gut, auch wenn wir nicht viel schreiben. Ich schreibe viel mit Serenity. Das ist die 2. Gastschwester. Die ist jetzt 15, also die ist nur 3 Monate älter als ich. Und dann haben wir noch Madison. Die ist aktuell 12 Jahre alt und halt, wie gesagt, meine Gasteltern, Brandy und Jason. Dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, in welchem Ort ich denn komme, weil ich hatte von Heiko immer noch nichts. Das ist schon über eine Woche vergangen. Ich hatte dann auch mal kurz bei Heiko angerufen und dann habe ich herausgefunden, ja, es ist noch nicht offiziell, die Schule hat noch nicht zugestimmt oder was auch immer.
Da war dann erstmal so, ja, toll. Sprich, es könnte wieder wechseln. War natürlich meine Stimmung, wie gesagt, meine Gefühle waren eine Achterbahn. Über mehrere Wochen hinweg, aber ja, ich habe dann trotzdem weiter mit denen kommuniziert. Ich hatte dann auch irgendwann ein Skype-Gespräch, weil ich die einfach kennenlernen wollte. Ich hatte immer noch keine Bilder, gar nichts. Ich wusste nur von Serenity, wie sie aussieht, weil ich mit der am meisten tatsächlich geschrieben habe, weil sie mich angeschrieben hat. Dann habe ich mit denen geskypt. Nee, beziehungsweise nicht geskypt, sondern wir haben es über Zoom gemacht, aber halt mit denen telefoniert. Wie ihr merkt, ich bin immer noch aufgeregt. Ich hatte an einem Dienstag die E-Mail gekriegt. Also der 2.3. war ein Dienstag. Am Mittwoch habe ich dann irgendwann mal bei Heiko angerufen und nachgefragt, wie sieht es aus? Und am, ich glaube, Donnerstag oder so, ich bin mir nicht 100% sicher, habe ich dann von Heiko eine E-Mail gekriegt. Und die so, ja, es ist tatsächlich so, die Gastronomie hat sich vermutlich einfach nur so sehr gefreut und haben sich direkt angeschrieben. Sie ist halt noch nicht offiziell. Allerdings würden wir es halt gerne offizieller machen. Und sie haben mich gefragt, ob ich ein Double Placement akzeptiere. Ich so, hä? Davon wurde jetzt noch nichts gesagt. Wie genau funktioniert das? Also ich habe auch Double Placement eigentlich immer überall zugestimmt. Ich fand das total cool. Und ich so, ja, ich hoffe, wir sprechen von der gleichen Gastronomie. Aber klar, ich akzeptiere ein Double Placement. Das fände ich voll cool. Und dann habe ich ich glaube am Sonntag auch mal gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Hostet ihr eine andere Austauschschülerin? Oder eine andere Austauschschüler? Sie so, ja, vermutlich. Ja. Hättet ihr mir das nicht mal sagen können? Mittlerweile habe ich auch Kontakt zu der. Sie kommt aus Spanien und ist noch 14 Jahre alt. Ich so erstmal ausgeflippt, weil es ist die gleiche Familie. Ich mochte die jetzt schon total. Und Double Placement, Alter, wie cool ist das? Schließlich habe ich auch noch herausgefunden, dass sie Tiere haben. Ich habe mir so unbedingt Tiere gewünscht. Ich habe mir Gastschwestern gewünscht. Also alles perfekt. Und zu den Tieren. Also, sie haben 4 Hunde. Davon leben 2 drin und 2 draußen. Hühner, mittlerweile noch ein Frettchen, was nicht mal in der Ding drauf stand. Und 2 Katzen. Und ich liebe Tiere über alles. Es ist so schön. Ich werde dort in eine öffentliche Highschool gehen. Und zwar halt direkt in die Spalding Public High School. Die sieht doch total schön aus. Ich habe mir das alles direkt angeguckt. Und mittlerweile, ja, 3 Wochen später habe ich dann die Bestätigung von meiner Partnerorganisation, beziehungsweise dann auch von Heiko gekriegt. Das ist deine Gastfamilie. Herzlichen Glückwunsch quasi. Ende März war das dann. Und ich erstmal ausgeflippt. Ich dachte zuerst, das wären meine Visa-Dokumente, weil da auch in der Gruppe, also in unserer Heiko-Gruppe, schon einiges kam, dass die schon ihre Visa-Dokumente haben und ich hatte die jetzt irgendwie noch nicht und ich dachte, das wären die. Und dann kam die Bestätigung, das ist deine Gastfamilie. Und ich so, ich habe mich wieder direkt gefreut, ich habe denen Bescheid gesagt, ich habe wieder in der Gruppe Bescheid gesagt, weil ich halt gesagt habe, das war noch nicht offiziell und gar nichts. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, aber im Endeffekt bin ich jetzt gerade total glücklich. Klar, ich kenne sie noch nicht wirklich gut, ich habe auch mit denen selbst kaum geschrieben, also schon, aber nicht so wahnsinnig viel. Ich werde vermutlich Junior sein, kann aber auch sein, dass ich Senior werde. Man weiß es nicht, also mir wurde es nicht gesagt. Es ist einfach noch nicht festgelegt, vermutlich. Allerdings haben die mir gesagt, dass Austauschschüler normalerweise Junior werden und das wäre in Deutschland die 11. Klasse und ich bin zu dem Zeitpunkt in der 10. und das ist schon nochmal ein Unterschied, denke ich. Meine mittlere Gastschwester ist auch Junior. Und die andere ist Senior, sprich ich habe 2 Gastschwestern in der Schule, zusätzlich zu meinem Double Placement. Und ich habe immer wen, mit dem ich reden kann, so, vor allem bei Lunch und so, was mir auch schon mal Angst genommen hat. Ich habe noch keinerlei Flugdaten, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe. Gar keine. Also ich weiß, wann meine Schule anfängt, das ist am 23. August. Und wir haben auch ein riesen Sportangebot, zumindest so, wie ich das gesehen habe. Auf der Internetseite ist leider nicht so viel zu sehen, aber das ist jetzt auch völlig egal. Ich freue mich einfach nur so sehr. Also wie gesagt, meine Schule beginnt am 23.08. Allerdings wissen wir gerade noch nicht, ob ich in Quarantäne muss, ob die New York Orientation stattfinden kann. Ich weiß nur, dass ich einen negativen Test brauche zum Einreisen. Logisch. Deswegen weiß ich noch nicht, wann mein Flugtermin ist. Noch gar nicht. Ich kann es nur ahnen. Also es wird im August sein, logischerweise. Da gibt es, glaube ich, nichts zu erzählen. Falls ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne.
grundsätzlich einfach irgendwelche Fragen auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darüber. Ich beantworte die dann vielleicht in einem anderen Video, vielleicht auch einfach bei den Kommentaren. Hängt davon ab, wie viele es sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!